Grüß euch, ich bin's wieder, der Peter vom Atelier Mörd, und im heutigen Video beschäftigen wir uns mit die Cellosteg und mit die Kontrabasssteg, besser gesagt mit der Spreizung der Füße, die notwendig ist beim Aufpassen, und mehr davon gibt's nach dem Intro. Jetzt war das wieder du dran, Tobias. Danke! Die Cellosteg und auch die Kontrabasssteg kehren beim Aufpassen auf die Decken gespreizt. Und zwar die erste Frage ist, dass man das so spreizt, dass die Viers wirklich nur auseinander gespreizt werden. Also so auseinander und nicht, weil da oder da das nicht richtig anliegt, dass sie auch noch gedreht werden. Weil das würde das unmöglich machen, das gescheit aufpassen. Die nächste Frage ist, wie viel spreizt man die Viers auseinander? Und das hängt jetzt von ein paar Sachen an und das zeichne ich euch wieder ein bisschen was auf. Ich habe da meine Wölbung, ja, und da steht jetzt zum Beispiel dieser Cello-Steg oben mit den Viers. Prinzipiell muss man sagen, je höher die Viers sind, das ist die Distanz da, desto flexibler werden sie. Das heißt, desto mehr geben sie dann unter dem Druck, der durch die Saiten aufkommt, nach. Also, ein französischer Steg, der kehrt weniger gespreizt als ein belgischer Steg, weil die Viers einfach länger sind. Das nächste ist, was habe ich für Wölbung? Habe ich eine relativ flache Wölbung, ja? Dann ist die Kraft, die durch die Saiten oberdruckt, ja, zwar da, nur die Viers rutschen sozusagen weniger weit weg, wenn das flacher ist. Habe ich eine spitzere Wölbung, ja, und die Viers stehen da und da drauf, die Auflagefläche der Viers, dann rutscht es logischerweise mehr weg. Das nächste Kriterium ist, wie fest ist das Holz von dem Steg. Das heißt, es gibt Hölzer, die sind einfach weicher, ja, das kann klanglich auch ganz interessant sein, aber die Viers gehen mehr auseinander. Und das letzte Kriterium, wie viel spreizt die Viers ist, welchen Winkel hat der Hals und der Untersattel, also welchen Winkel bilden die Saiten, sprich wie viel Druck, genau dieser Druck kommt da zusammen. Ja? Habe ich einen Winkel, wenn ich das jetzt in der Längsrichtung anschaue, das ist der Cello-Steg drauf und da gehen die Saiten drüber, da ist das Griffbrettel unterhalb und da ist dieser Saitenhalter hinten. Nicht? So. Es geht um diesen Winkel da. Wenn der Winkel größer wird, sprich, dass der Winkel, den die Saiten über dem Steg bilden, flacher wird, also so ausschaut, ja, dass der Winkel einfach größer ist als dieser da, ja, dann habe ich logischerweise weniger Druck, der über den Steg auf die Decken geht. Auch weniger Druck, der die Füße durch diesen Seitenzug auseinanderdruckt. Ja. Wenn wir an so einen Steg kommen, ist einmal zuerst wichtig, dass beide Metallteile, die am Holz ankommen, die Viers nicht verdrahen anfangen in der Richtung, sondern wirklich nur in der Richtung auseinanderspreizen. Jetzt kann man das über so ein Gwint, kann man das auseinanderdrucken. Ja? Das lässt sich dann natürlich auch messen. Und zwar, in Wirklichkeit geht es um die Kräfte. Es geht nicht um Millimeter, wie viel das auseinanderdruckt wird, es geht um die Kräfte. Welche Kräfte kommen dann letztendlich auf? Und zwar, es geht um die Kräfte, die von oben aufkommen, das mache ich jetzt mit diesem Ding da. Es geht um genau diese Kraft, die hängt wieder mit diesem Winkel da herunten zusammen oder mit einem flacheren Winkel oder mit einem noch steileren Winkel. Ja? So. Dann geht es darum, was habe ich für Deckenwölbung jetzt, wenn ich den Steg anschaue, entweder von der Griffbrettseite oder von der Seitenhalterseite, habe ich, sagen wir einmal, eine normale Wölbung, habe ich eine sehr flache Wölbung oder habe ich eine ziemlich spitze Wölbung. Ja? In dem Fall, wenn ich die spitze Wölbung habe, das ist die Auflagefläche, dann habe ich eine relativ große Kraft, die nach der Seite geht. Habe ich eine relativ flache Wölbung, ist das sehr klar. Und da ist es halt so der Normalfall. Ja? Und was wir zuerst noch gesagt haben, ist also ein Kriterium, ob ich einen belgischen Steg habe, beziehungsweise einen französischen oder so einen Dreiherzsteg, die haben kürzere Viers. Das heißt, da ist das Ganze beim französischen Steg ist das Ganze sozusagen so runder. Ja? Die Viers sind nicht so hoch, ja? Dadurch sind sie auch nicht so beweglich. Ja? Also man muss diese Kriterien berücksichtigen, wenn man das aufpasst. Und das ist in Wirklichkeit
Also man macht es natürlich nach Gefühl, aber es gibt halt leider Cellosteg, die liegen dann, nachdem die Viers auswandern, in diese Richtung. Ja? Stehen sie dann nur mehr da herinnen auf einer Schneide auf. Das zeige ich euch jetzt rot. Das ist da herinnen stehen sie auf und da stehen sie auf. Und genau in die Bereiche da sind sie schon in der Luft. Ja? Was natürlich jetzt da für die Beschädigung der Decken sorgt, nachdem ich da herinnen die ganze Kraft, die von da oben kommt, auf einer relativ kleinen Fläche oder auf einer kleinen Schneide, die da, wenn wir so schräg anschauen und da so schräg anschauen, aufsteht und seitlich ist nichts mehr. Das heißt, es sollte schon satt aufsitzen. Ja? Dann verrutscht da auch nicht der Steg. Ja? Und das ist in Wirklichkeit, das gibt es also für den Cellosteg, eine eigenen Dinger, dass man das auseinanderspreizen kann und natürlich auch für die Kontrabassstege. Ja? Das ist was ich mir selber gemacht habe, das ist nichts anderes wie links und der Rechtswind drinnen. Jetzt ist es locker, ja? Und man kann das dann drehen und das spreizt sich dann auseinander. Und ich würde jetzt einmal sagen, so im Schnitt, bei durchschnittlichen Bedingungen auf einem Cello, reden wir von ungefähr so 1,2, 1,3 mm Spreizung, von mir aus bis 1,5. Ja? Wenn es spitzer ist, muss man es mehr spreizen. Und wenn man den Steg dann aufsetzt ohne Seitenzug, steht er logischerweise nur da auf einer Schneide auf. Und erst durch diesen Druck, der dann aufkommt, gingen die zwei Viers so auseinander, dass er dann da vollflächig aufsitzt. Das ist das, was sein muss. Okay? In Wirklichkeit war es das schon wieder für das heutige Video. Ich hoffe, dass ein bisschen klarer ist, worum es da geht. Leider sieht man es oft, dass die einfach nicht richtig aufpasst sind, beziehungsweise richtig gespreizt wurden. Deswegen gibt es also ein Video. Dafür bin ich ja da. Danke, Peter. Eigentlich babyleicht, muss man sagen, oder? Ich habe gerade die Kamera gekickt. Ja, das tust du immer wieder gern, so zugekicken und dann wieder auf wichtig, auf einrichten. Jetzt muss ich es wieder einpendeln. Einpendeln. Ich habe nicht gewusst, dass das Stegspreizen mit Esoterik zu tun hat. Ja, aber ich lerne ja jeden Tag was dazu. Schauen wir mal die wichtige Nachricht, die gekommen ist. Der Sohn Nummer 4, mein Jüngster, der hat bis heute nicht kapiert, dass es einen Chick hast und eine Zigarette. Kann ich eine Chick holen? Ach Gott, nein. Okay, Ja, dir, Zwischendurch kannst du nicht wechseln. Ja, ich mach das schon. Du Komm. machst das ja eh so super. Was sag ich denn überhaupt da? Jetzt hat er mich mit dem depperten Was? Tablet-Stick angemalt auch noch weiß. Jetzt reicht's aber. Duscht halt? Ja, Dann muss es sein. du Arsch. Das ist im Prinzip immer das gleiche Prinzip. Top. Weiß ich eh. Einmal klatschen. Ach so, ich hab's nicht gesagt, wie oft. Ich gemeint, öfter ist besser. Ja, was alles vermannt, der Bub. Ist irgendwas mit deinen Zähnen fuhren? Ja, ein Zehnputzhage. Das hört man. Soll ich ein Glas Wasser bringen? Ja, genau. Das war jetzt, oder? Ja, genau, das war's. Ist es nicht eigentlich so, dass ein Regisseur alles braucht? Jetzt weiß ich nicht genau. Hol mir einen Kaffee. Ist dieser Winkel, ne? Das ist jetzt anders, Wickel. Legt mich am Arsch erst. Was den Seitendruck, der nachher aufkommt auf den Steg. Licht ist hinten weg. Jetzt muss ich unterbrechen, das Licht ist hinten weg. Eine kurze Rauchpause. Ja. Jetzt muss ich eine Rauchpause machen, weil wir haben da technische Schwierigkeiten. Eine gezwungene Rauchpause. genau. Eine befohlene Rauchpause. Genau, befohlenes Rauchen.